Ja, hallo liebe Freunde von In Vinyl Veritas. Es ist mal wieder Zeit für ein Video. Der Kanal wurde ja wieder belebt von mir aus dem Urlaub heraus. Und wir sind immer noch bei den Beatles. Ja, ich muss mich heute mal ein bisschen auslassen über die Veröffentlichungspolitik der Firma Apple, die ja den Beatles-Katalog verwaltet. Darum soll es heute gehen. Es ist ärgerlich mittlerweile, zumindest aus meiner Sicht, wie die Firma Apple mit uns Fans umgeht. Ich möchte mal ein bisschen einen Rückblick wagen. Wir gehen mal zurück ins Jahr 2017. Im Jahr 2017 erschien der erste Remix von Giles Martin von diesem legendären Album hier, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Wie wurde das Ganze veröffentlicht? Wir bekamen eine Box mit CDs und einer 5.1 Abmischung als Blu-ray. Ja, und jetzt, was viele gar nicht wissen, bei den LPs gab es tatsächlich auch, oder gibt es immer noch, eine Fassung, wo wir auch Outtakes bekommen. Ich habe zum Beispiel hier diese Doppel-LP-Version, mit der bin ich eigentlich recht zufrieden. Ich habe das Originalalbum von Giles Martin gemixt und ich habe jede Menge Outtakes drauf. Also so ging es los mit Sgt. Pepper. Das Jahr darauf folgte das weiße Album. Was bekamen wir? Wir bekamen eine Box mit CDs, logischerweise, mit dem original weißen Album, abgemischt von Giles Martin. Dann bekamen wir jede Menge Outtakes und wir bekamen die sogenannten Escher-Demos. Was bekam aber der Vinylfreund? Und jetzt geht die Kritik bei mir los. Der Vinylfreund bekam entweder das Doppelalbum, Giles Martin Mix, oder er bekam ein 4-LP-Set und die weiteren 2 LPs zusätzlich zum weißen Album waren aber nicht Outtakes, sondern waren die Escher-Demos. Das heißt, die Outtakes vom weißen Album bekam der Vinyl-Fan überhaupt nicht. Da frage ich mich, was soll das? Was soll das? Aber das ganze Chaos von Apple geht ja noch weiter. Im Jahr 2019 bekamen wir schließlich Abbey Road zum 50. Jubiläum. Was bekamen wir? Wir bekamen eine Box mit CDs, Booklet ist drin, CDs und, also hier sind die CDs und hier ist der 5.1 Mix vom Abbey Road Album. Ich habe mir damals diese Box gekauft, weil ich sehr gerne in 5.1 Surround Sound höre und ja, ich das einfach mag. Aber natürlich bin ich in erster Linie Vinylsammler in Vinyl Veritas. Das heißt, ich habe mir auch dieses Set hier zugelegt und jetzt wird es wieder interessant. Bei diesem Set bekommen wir jetzt tatsächlich das komplette Paket, das auch der CD-Sammler bekommen hat, mit Ausnahme des 5.1 Mix, der auf der Blu-ray drauf war. Also hier geht der Vinylsammler ja, wird gut behandelt, bekommt das, was andere auch bekommen. Wie gesagt, 5.1 Surround Mix natürlich nicht, ist ja auch gar nicht möglich. Dann kam 2020 das Corona-Jahr. Eigentlich wäre ja Let It Be dran gewesen, hat sich dann um ein Jahr verzögert. Gut, das sage ich jetzt gar nichts, darum soll es jetzt auch nicht gehen. Aber jetzt bei Let It Be war es auch so, wir bekamen jetzt hier diese Box. Das ist wieder eine Box mit CDs und mit einer 5.1 Surround Abmischung und einem schönen Buch dazu. Und wir bekamen auch, und das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil ich mir das damals nicht gekauft habe, aber noch kaufen werde, wir bekamen auch das LP-Set in der gleichen Ausstattung, 5.1 wieder ausgenommen, mit, und jetzt wird es interessant, mit dieser Original Get Back LP, mit diesem Mix von Clint Johns, den er 1969 gemacht hat, so wie das Album eigentlich erschienen sollte, auch mit dem Titel Get Back und mit diesem schönen Cover, das nachgestellt war zu 1963. Das bekamen wir im Vinyl, fantastisch. Und dazu auch eine EP. Das heißt, das Ganze war sehr teuer, aber wir bekamen als Vinylsammler tatsächlich alles, was auch der CD-Sammler bekam. 5.1 Mix wieder ausgenommen. So, dann ging es weiter mit Revolver. Revolver auch hier vorbildlich. CD-Ausgabe, LP-Ausgabe,
identisch. Das heißt, wir bekommen das gleiche als LP-Sammler, was auch der CD-Sammler bekommt. Es gab keinen 5.1 Mix, warum auch immer. Gut, es sind nur 4 Spurbänder, wie wir wissen. Möglicherweise lag es auch daran. Egal, Sgt. Pepper war auch nur 4 Spur, also daran kann es eigentlich nicht wirklich liegen. Egal, wollen wir nicht zu kritisch sein. So, das war Revolver. Und dann haben wir ja alle gewartet auf Rubber Soul und stattdessen bekamen wir das hier. Beatles 62 bis 66 und Beatles 67 bis 70. Neu remixed, sehr interessant gewesen, denn wir bekamen die ganzen frühen Beatles Tracks jetzt endlich mal in richtigen Stereo. Ich habe dazu mehrere Videos gemacht, könnt ihr euch gerne dazu ansehen. Und man hat planloserweise aber die Alben nicht in der bisherigen Form wiederveröffentlicht, sondern man hat jeweils eine LP hinzugegeben und man hat bei der 67 bis 70 Now and Then mit draufgepackt, wo ich mich frage, um alles in der Welt, wozu macht man das? Warum hat man nicht, wie man es bei Let It Be gemacht hat oder bei Revolver, eine schöne EP mit reingepackt? Das wäre der große Wurf gewesen aus meiner Sicht, wo man Free as a Bird, Real Love und Now and Then draufgepackt hätte. Ist gegessen. Mittlerweile wissen wir, dass die Anthology, die ich auch hier in meinem Regal stehen habe, in der Vinylausgabe, jetzt ja neu erscheint mit einer Volume 4 und einem aufgepeppten Filmpaket bzw. Fernsehpaket. Langer Rede, kurzer Sinn, liebe Freunde. Es sind mehrere Sachen, die ich bei der Veröffentlichungspolitik von Apple nicht verstehe. Was mich maßlos ärgert, ist, dass wir nach wie vor als Vinylsammler nicht bei das weiße Album in einer adäquaten Veröffentlichung bekommen, wie das die CD-Sammler bekommen haben, sprich mit allen Outtakes. Für mich ein unverzeihlicher Fehler. Bei Sgt. Pepper, wie gesagt, müsste ich jetzt nochmal genau sehen, aber da haben wir immerhin Outtakes bekommen, wenn auch in abgespeckter Form, auf dieser schönen, wirklich schönen, gelungenen Doppel-LP. Und was die Anthology betrifft, habe ich bereits in meinem letzten Video ausführlich darüber gesprochen. Ihr könnt es euch gerne nochmal ansehen. Ich verstehe Apple nicht. Ich verstehe Apple auch nicht, warum man mit den Sammlern so umgeht. Denn natürlich muss Apple neue Wege gehen. Apple möchte neue Märkte erschließen, junge Kunden an sich bringen. Ist alles nachvollziehbar. Aber wenn man die Sammler verprellt, und da ist Apple momentan wirklich auf gutem Weg dazu, dann wird sich das Ganze bitter rächen. Denn ich glaube nicht, dass so viele neue Beatles-Fans nachkommen, die das wieder ausgleichen. Deshalb die Rubber Soul Box ist das nächste, was kommen muss und was wir Fans einfordern. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr der gleichen Meinung seid wie ich. Mich würde überhaupt interessieren, wie seht ihr die Veröffentlichungspolitik von Apple? Welche Ausgaben habt ihr euch zugelegt? Würde mich alles brennend interessieren. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wieder ein bisschen Beatles Talk. Und ja, wir können nur das Beste hoffen für die Zukunft. Danke für euer Interesse. Ciao und Servus, euer Gerd.